Heute mal ein anderes Video. Ich sag das irgendwie ständig, aber heute mal wirklich ein anderes Video, denn heute reden wir mal über was eher weniger, weil man viel an Expertise ist. Heute reden wir mal über AI-Slop bzw. KI-Slop. Für dieses Video werde ich es einfach nur als AI-Slop bezeichnen, also werdet davon bitte nicht verwirrt. Und ich habe da viele Gedanken dazu, sehr viele negative, und ich wollte die einfach mal frei Lauf lassen in diesem Video. Erwartet jetzt etwa nicht ein total tolles geskriptetes Video oder sowas. Es wird vielleicht teilweise rambly sein, aber ich denke, das ist auch einfach nur die Natur von so einem Thema. Und vorab sei auch noch gesagt, AI ist so ein gigantisches Thema mit vielen Fassaden. Ich werde mich persönlich hier in diesem Video eher mehr darauf fokussieren, auf AI-Slop, beziehungsweise wie es etwa im Netz und vor allem in kreativen Feldern Dinge beeinflusst. Es gibt aber natürlich auch viele andere Faktoren und Punkte, die man mit AI aufbringen kann und viele andere Dinge. Manche dieser werde ich gegen Ende noch erwähnen. Anyway, alle Disclaimer wurden disclaimed, legen wir mal los mit dem Video. Und beginnen wir doch mal mit meiner Meinung zu AI-Slop. Ich bin kein Fan davon und ich habe so einige gute Gründe dafür, so zu denken. Beginnen wir doch mal mit einer der größten Sachen, die vor allem auf YouTube mittlerweile sich kristallisiert hat. AI Content Farms. Meines Wissens nach gab es Content Farms schon, bevor AI wirklich so groß einen Auftrag genommen hat. Aber mittlerweile ist das auch einfach nur sehr fokussiert auf den Nutzen von Generative AI. Sei es nun etwa im Punkto Scripting, Recherche, manchmal sogar Thumbnails oder sogar das Editing, manchmal sogar auch der Voice-Over. Content Farms, für die Leute, die es nicht wissen, sind meistens etwa solche Channels oder Channels Networks, die über eine bestimmte Serie beispielsweise reden oder über ein bestimmtes Thema und oftmals ähnliche Themen rausholen. Oder auch einfach nur Themen von anderen YouTuber aus demselben Field stehlen. Und das kann man auch wirklich sagen, denn schaut man sich manche dieser Titel oder manche dieser Themen an, merkt man schnell, oh shit, diese Content Farm hat etwa das Thema von diesen Szene herausgeholt. Und natürlich kann es auch natürlich der Fall sein, dass es manche Themen gibt, die miteinander verschneiden oder zu einem ähnlichen Zeitpunkt herauskommen, aber meistens in der Regel sind diese Themen mehr oder weniger sehr stark kopiert und das merkt man auch einfach an dem Skript, an dem Voiceover, die mehr oder weniger Wörter für Wörter kopiert, ohne irgendwelche neuen Inhalte selber von sich ausgeben. Und oftmals sind diese Content Farms sehr erfolgreich damit. Und was diese Content Farms auch machen, ist der Fakt, dass sie meistens, beziehungsweise fast kaum wirklich etwa klarifizieren, dass sie AI sind oder extraktiv Generative AI nutzen. Und für die einen oder anderen könnte das etwa so ein Whatever-Issue sein. Für mich ist das aber ein wirklich großes Problem, da es nicht nur etwa sehr fraglich ist, so Glauben zu machen, was eben auf der Massen produziert wird, ohne wirklich eine Qualitätskontrolle und meistens auch sehr unkreativ ist und oftmals, wenn etwa andere Leute involviert sind, wie zum Beispiel Editors, diese meistens nie wirklich ein gutes Treatment oder ein gutes Payment kriegen und viele andere Probleme, die viele andere YouTuber schon erwähnt haben. Nein, dass man auch etwa wirklich den Willen hat, noch nicht mal etwa zu klarifizieren, sicherzustellen, dass Leute wissen, diese Szene ist größtenteilig mit der Hilfe von AI gemacht, ist dann doch ein wenig erbärmlich und einfach nur sehr respektlos. Denn viele Leute wollen etwa nicht etwa Videos sich anschauen, die größtenteilig von AI gemacht sind, beziehungsweise großteilig von AI beeinflusst sind. Denn wirklich, was kann man etwa in diesen Videos an Gold finden? Nie wirklich was. In der Regel sind die guten Dinge meistens geklaut von anderen Creators, ohne irgendeinen Credit zu geben. Meistens ist das Editing sehr dasselbe. Es kann auf den ersten Blick sehr professionell aussehen, aber da gibt es nie etwa eine Evolution und manchmal gibt es auch einfach sehr seltsame Editing-Entscheidungen. Und generell, seien wir mal ehrlich, wie viele gute AI-Generative Voice-Overs kennt ihr? Ich persönlich kenne kaum welche. Und Leute wollen auch einfach meines Wissens nach größtenteilig auch eher mehr die Finger davon lassen. Natürlich gibt es so einige Leute, denen es etwa sehr egal ist, die schauen diese Videos sowieso, aber viele Leute haben dann doch ein wenig mehr Respekt von sich selber, als etwa diesen Schlapp sich anzuschauen. Denn das ist einfach nur faul. Und Faulheit ist ein wirklich gutes Stichwort, denn meiner Meinung nach ist Generative AI und seine Kunst, in Anführungszeichen, mehr oder weniger geplagt davon, dass es kaum wirklich etwa ein Zeichen davon hat, dass jemand sich wirklich Mühe gegeben hat. Ich weiß, viele werden mit dem Argument kommen, jetzt ist etwa Kunst zu machen, wie Filme, Videospiele oder sonstiges so einfach und viel simpler und so zeitsparend. Aber wirklich, setzen wir uns mal hin, wie viele gute AI-Generative Videospiele, Filme oder sonstiges kennt ihr? Ich persönlich habe über kaum
irgendwelche gehört. Und ich möchte auch etwa nicht vor den Weg gehen, irgendwelche eine Song zu geben, denn ich möchte einfach nicht mein Geld an so einen Mist verschwenden. Denn am Ende des Tages, warum soll ich das machen, wenn die Person hinter diesem Produkt, hinter diesem Film, hinter dieser Kunst, in Anführungszeichen, mehr oder weniger nicht etwa die Zeit genommen hat, um wirklich Kunst zu erstellen, um wirklich was Eigenes zu machen, um wirklich was Besonderes eben zu machen. Nein, man hat mal sich einfach hingesetzt und hat ChatGPT oder irgendeine andere AI-Plattform gesagt, hey, kannst du mir einen Film generieren, Actionfilm, so eine Romance haben und mach etwa einen Twist gegen Ende. Und das ist das Endergebnis. Denn solche längere Produktionen zeigen auch etwa das große Problem an Generative AI und seine Kunst, sein Entertainment in Anführungszeichen. Und ich stretche wirklich etwa das Wort Entertainment hier, denn wirklich entertained ist das kaum. Denn ich möchte etwa meine Zeit nicht verschwenden mit etwas, was erstens mehr oder weniger für einen Großteil gestohlen ist, zweitens in der Regel generis ist und drittens auch oftmals sehr size einfach aussieht. Ich gebe zu, AI und wie es beispielsweise Bilder oder auch Videos erstellt, hat sich über die Zeit deutlich mehr verbessert. Was vor 2 Jahren kompletter Mist war, komplett nie wirklich etwa das gemacht hat, was die Prompt gesagt hat, ist deutlich besser geworden und das sage ich auch nicht etwa gerne. Denn ich sehe schon etwa viele Probleme dahin, dass AI immer mehr sich evolutioniert mit jeder neuen Plattform. Denn am Ende des Tages wird das auch etwa für viele neue Missinformationen bringen und ich meine, das gibt es auch schon mittlerweile. Vor allem, wenn es um Bilder geht. Denn um wieder auf meinen Punkt zu kommen, müsste immer wirklich sein Geld verschwenden, seine Zeit verschwenden, um etwa einen 2-stündigen Generative AI-Film sich anzuschauen, der nur von AI gemacht worden ist und der einfach nur furchtbar generisch und by the numbers ist. Ich weiß, viele Leute werden etwa das Argument hervorbringen, aber das Entertainment-Business ist aktuell so Mist. Und man kann mal so vieles kritisieren an vielen Studios, an großen Studios, sei es nun in der Filmbranche, Videospielbranche oder sonstiges. Und natürlich kommt etwa sehr viel Mist heraus, wo man etwa sich echt denken könnte, denkt etwa diese Firma wirklich, dass man so ein Idiot ist und dass man sich das anschauen müsste? Aber seien wir mal ehrlich, dieses Argument ist dann doch ein sehr geflautes. Denn Entertainment hat eine lange Historie mit einem gigantischen Katalog in irgendeinem Medium und Schrott gab es schon immer. Ich weiß, viele mögen etwa dieses Argument, früher waren die Filme besser oder sonstiges. Aber waren sie wirklich? Ich möchte etwa nicht verneinen, dass es etwa viele großartige Filme früher gab. Und es gibt manche Aspekte, die ich an früheren Filmen, sei es nur 90er Filme, wirklich vermisse. Lighting vor allem. Manche Filme sind wirklich grauenhaft geleitet mittlerweile. Aber für jeden großartigen Film aus den 90ern gab es auch immer einen Schrottfilm. Für jeden großartigen Film aus den 50ern gab es auch immer einen generischen Sci-Fi-Film. Schrott gab es im Entertainment-Business immer. Dass es etwa so offensichtlich ist. Heutzutage liegt nicht eher mehr daran, weil früher alles besser war mit Filmen, Serien und Co. Nein, das liegt einfach daran, weil wir uns etwa an diese früheren Dekaden, an die guten Filme, an die guten Serien erinnern und die schlechteren vergessen oder nur erwähnen, weil sie so gut sind, dass sie so schlecht sind, dass man einen guten Lacher hat. Und abseits von den großen Studios gibt es auch mittlerweile viele Independent-Leute hinter zum Beispiel Kurzfilmen, Filmen, Serien und was weiß ich. Natürlich, es gibt einige, die mittlerweile Generative AI zu einem bestimmten Grade benutzen in ihren Produkten oder in ihren Projekten und das kann man definitiv kritisieren. Indie ist nicht immer etwa die Antwort, aber es gibt so viele großartige Dinge, die aus dem Independent-Bereich kommen, auch vor allem welche, die etwa kostenlos auf YouTube zu finden sind, sei es nun zum Beispiel Glitch Productions. Ich bin nicht der größte Glitch-Fan, aber man kann mal nicht verneinen, dass die Produktionsqualität schon relativ hoch ist und es so einige Shows mittlerweile rauskommen, die mich sehr interessieren, vor allem von den Animationen her und diese sollte man auch einfach die Aufmerksamkeit geben. Alternativ kann man auch etwa mehr in ältere Filme, in anderen Dekaden reintauchen, denn es muss nicht etwa mit Generative AI gerettet werden. Man rettet mal damit nichts. Vor allem, dass auch nie wirklich etwa das Problem löst mit vielen Kritikpunkten, die so einige Leute haben, mit vielen aktuellen Blockbusters. So gegeben, es gibt immer noch großartige Blockbusters, aber auch ein paar sehr shoppige oder nicht so dolle gemachte. Aber wie gesagt, man kann auch andere Wege nehmen. Versucht andere Filme, kleinere Filme, Filme, die vielleicht nicht auf eurem Radar sind oder auch eben ältere Filme. Und dasselbe geht auch für Videospiele und die ganz anderen Entertainment-Optionen. Also verstehe ich auch nicht etwa dieses Argument, was viele Leute, die AI defenden, vor allem wenn es um AI-Kunst in Anführungszeichen geht, damit machen. Denn so wirklich lösen tut man damit nichts. Generative AI
AI kann nicht für sich selber denken. Was etwa daraus kommt, basiert auf irgendwas. Sei es auf irgendeine Idee, die im Netz fliegt oder sonstiges. Es ist nie was Originelles und es kann auch nie was Originelles erstellen oder hervorbringen. Sicherlich könnte etwa jemand mit einer Vision was Besseres aus Generative AI Material machen, aber seien wir mal ehrlich, diese Leute mit einer Vision werden nicht ihre Zeit verschwenden an AI. Diese Leute werden vermutlich einfach ihre Idee in eine Kurzgeschichte schreiben, in ein Comic verwandeln oder sonstiges. Vor allem nicht, da aktuell, finde ich zumindest, Generative AI Schlopp mittlerweile einen Ruf hat. Ich möchte wirklich nicht in einer Welt leben, wo AI Schlopp so normalisiert ist und so normal angesehen wird. Und das ist meine große Sorge daran. Denn ich möchte wirklich etwa Dinge sehen, Filme sehen, Serien, Cartoons, was auch immer, sehen, spielen, lesen, die von Leuten gemacht worden ist. Die nicht etwa von irgendeinem ChatGPT-Bot geschrieben worden sind. Oder von irgendeiner Server, was auch immer, Software erstellt worden sind. Ich möchte wirklich eine Version sehen und selbst wenn diese Version Shit ist oder Mist ist, zumindest weiß ich, dass irgendwelche Zeit da reingeflossen ist. Und es fehlt einfach die Seele, das Kreative, das Neue. Klar kann man das Argument geben, was kann man so wirklich Neues erzählen in einem Film oder in einer Serie oder in einem Videospiel. Es gibt so viele von diesen, dass jegliche Story schon irgendwie erzählt worden ist. Und dass viele Dinge einfach nur schiere Inspiration von anderen Dingen sind. Aber das ist auch das Wort. Inspiration ist eine Sache. Inspiration hat uns Dinge gegeben, die viele andere Dinge genommen hat, aber dennoch was ganz eigenes ist. Viele großartige Dinge, viele der größten Dinge. Aber Generative AI ist nicht Inspiration. Es nimmt, es misst es zusammen oder irgendwelche neue Substanz. Und dann macht es etwa Geld darauf. Ist das wirklich toll? Ist das wirklich fair? Ich finde es eher weniger. Und das nimmt noch nicht mal den Fakt rein, dass AI für die Umwelt und vor allem, wenn es um Wasser, um Stromspendung relativ negative Einflüsse hat. Ich meine, es hat jetzt irgendein Artikel über das Problem mit AI, mit dem Nutzen von AI und wie es mehr oder weniger so viel Wasser frisst an. Und dann seht ihr auch das Problem. Generative AI Art ist AI-Schlapp. Es ist nicht die nächste Evolution von der Entertainment-Industrie. Es wird nicht die nächsten großen Klassiker, Kultfilme oder auch Kult-Videospiele hervorbringen. Nein, es ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass die Person hinter diesem AI-Produkt nicht wirklich Interesse hat, was Gutes hervorzubringen oder einfach nur den Bug haben zu müssen. Es ist die nächste Evolution von einem Cash Grab. Es ist die nächste Evolution mit wenig Mühe schnell Geld zu machen. Es ist die nächste Evolution von Schrott. Und ich persönlich kann einfach nur sagen am Ende des Tages, bitte, selbst wenn ihr euch darüber lustig macht, gebt euer Geld nicht etwa an Generative AI Videospiele oder sonstiges. Gebt es lieber an Spiele, wo ihr wirklich hinterstehen könnt oder ausprobieren wollt, die von echten Leuten gemacht sind. Und selbst wenn manche dieser natürlich ihre Probleme haben und diese auch kritisiert werden sollen, doch ist es am Ende des Tages zumindest ein Stück besser als einfach nur die Faulheit von Generative AI. Oder wie steht ihr dazu? Eure Meinung würde mich gerne interessieren. Ich habe etwa mit diesem Video eigentlich nur den Surface angebissen. Man kann einfach so viel sagen, man kann einfach so viele Beispiele nehmen, aber ich denke, das ist auch fürs Erste genügend. Hoffentlich muss es nicht etwa ein Follow-up-Video zu diesem Video machen und ich hoffe wirklich, dass mit der Zeit zumindest Regulation dazu kommen wird, denn sonst sehe ich wirklich schwarz. Aber wir sehen uns, beziehungsweise hören uns beim nächsten Mal wieder. Euer Random oder so ähnlich.